Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und euch aus der höchsten Bewusstheit das hindurchzugeben, was für euch zur Verfügung steht, in diesem Moment, in jedem Moment. Wir möchten zunächst auf das eingehen, was ihr Stress nennt. Stress ist nichts anderes als die Abwesenheit von Liebe. In jedem Moment, in der ihr Liebe empfindet, ist alles in Ordnung, ist alles okay. Wir haben bewusst in Ordnung und okay gesagt, damit ihr wisst, dass hier kein Überschwang von euch, von dir erwartet wird. In Liebe sein bedeutet in Frieden sein. Das in Frieden sein kann sich in übersprudelnder Freude ausdrücken, ebenso sehr wie in tiefer Stille, in Gleichmut ebenso sehr wie in Begeisterung. Liebe ist die Ausdehnung eures Seins, deines Seins, des Seins, durch dich hindurch. Du erlaubst dir in menschlicher, in begrenzter Form die Ausdehnung deiner selbst. Du hältst dich nicht begrenzt über die Form, mit der Form, durch die Form. Du erlaubst dich über die Begrenzung der Form hinaus. Das ist die Liebe. Das ist das Licht. Liebe ist fühlbares Licht. Liebe erlaubt dir wahrzunehmen, dass du bist. Erlaubt dir, dich wahrzunehmen als alles, was ist. Erlaubt alles wahrzunehmen als vollkommen. Erlaubt dir alles als vollkommen und erfüllend und erfüllt wahrzunehmen. Da du alles bist, fühlst du diese Liebe nicht nur als etwas, was dich durchfließt, sondern zugleich als etwas, das du bist. Und so gibt es für dich keinen Unterschied mehr zwischen dem, was dich durchfließt und dem, was du bist, weil du alles bist. Du bist das, was dich durchfließt, das, was dich an deine Göttlichkeit erinnert und in deiner Göttlichkeit frei sein lässt. Und du bist zugleich diese Göttlichkeit in der Unendlichkeit ebenso wie in der Form. Stress also ist das Liebe verdichten in die Wahrnehmbarkeit von Dichte, das Liebe verdichten in ein Festhalten und Kontrollieren. Stress tritt dann auf, wenn du das, was ist, nicht erlaubst. Wir sagen dem, was ist, nicht vertraust. Wenn du das Gefühl hast, ohne dein menschliches Zutun würde es nicht so gut werden, würde es dem Zerfall ausgesetzt sein, würde es schief laufen, anders laufen als gewollt, anders als gedacht, anders als gemeint, anders als gut. Stress also unterliegt Wertung. Stress bedeutet Widerstand. Jeder Stress lässt sich in diesem Moment, in jedem Moment, in null Komma nichts lösen, indem du loslässt, erlaubst, liebst. Allein das Loslassen ist nicht das, was den Stress löst. Denn loslassen kannst du auch ohne zu lieben. Du kannst einen Gegenstand loslassen, ihn fallen lassen, ihm achtlos gegenüber sein. Dies fühlt sich dann nicht an
wie Einssein, wie Harmonie, wie Zusammenwirken. Es fühlt sich an wie ein Abstoßen. Es fühlt sich an wie ein na dann eben nicht. Liebe und liebevolle Annahme erlauben dir ein Loslassen, indem du frei lässt, indem du die Harmonie erlaubst, so wie sie ist, ohne dein Kontrollieren als notwendig zu erachten. Jener, der gegen den Strom schwimmt, hat das Gefühl, dass er schwimmt, mehr denn jeder andere, der mit dem Strom schwimmt. Und wir sagen hier nicht, du sollst mit dem Strom, mit dem kollektiven Bewusstsein schwimmen. Wir sagen, schwimmst du in der kosmischen Harmonie? Bist du Teil der kosmischen Harmonie, bewusster Teil dieser Harmonie? Ergibst du dich dieser Harmonie? So fühlt sich dein Schwimmen getragen an und du fühlst, dass du selbst dann schwimmst, wenn du keine Bewegungen machst, wenn du nicht aktiv bist. Du bist getragen von dem Strom des Seins, bist getragen von der Strömung, die dich dorthin führt, wo du sein sollst, zu dem Zeitpunkt, an dem du dort ankommst. Du bist also niemals woanders als genau dort, wo du sein sollst. Selbst im Schwimmen, selbst im Getragenwerden bist du in diesem Moment genau dort, wo du sein sollst, auf dem Weg. Und in jenem Moment, in dem du dort bist, wo du dann sein sollst, genau im richtigen Sein, im richtigen Moment, am richtigen Ort. Dies ist das tiefste Vertrauen, das aus dem Wissen kommt, dass du eins bist mit allem, was ist, dass du die Göttlichkeit bist, die alles durchfließt, dass das, was geschieht, du bist, dass das, was ist, vollkommene Harmonie in ihrem vollkommenen Ausdruck ist. Die Frage also, die sich dir und euch hin und wieder auftut, die da sagt, dass ihr hier und dort euch ausrichten sollt, euch neu mit Visualisierungen und anderen Techniken auf etwas einstellen sollt. Die Frage, ob dies wirklich notwendig ist, beantworten wir mit nichts ist wirklich notwendig. Nichts ist notwendig, wenn du dir erlaubst, wahrzunehmen, was du wirklich bist. Es löst sich alle Notwendigkeit auf vom Kontrollieren, alle Notwendigkeit vom Ausrichten und etwas Bestimmtes bewirken. All das löst sich auf, denn es zeigt sich dir von innen heraus, ebenso wie durch äußere göttliche Fügung und Führung, was für dich bestimmt ist. Die Ausrichtung also, die du empfohlen bekommen haben magst oder von der du denkst, dass sie wichtig sein könnte, sie wird abgewechselt, wird ersetzt durch das, was sich dir zeigt. Es ist, als würde sich in dir eine automatisierte, eine Selbstausrichtung zeigen. Jener, der sich hinsetzt, um sein ganzes Leben zu bestimmen. Jener, der visualisiert, um etwas zu erreichen, das er sich zwar vorstellt und wünscht, jedoch nicht in seiner Realität vorfindet. Jener vergrößert die Kluft zwischen dem Hier und Jetzt und dem Dann und Dort. Jener, der wirklich in der Tiefe erlaubt und zulässt, braucht nicht mehr die Realität zu bestimmen, braucht nicht zu sitzen und zu fragen, was will ich und wie erreiche ich das? Jener, der sieht, dass der gesamte Reichtum ihm zur Verfügung steht, dass alles, was geschieht,
orchestriert ist von ihm selbst, seinem göttlichen Bewusstsein, dem All-Eins-Sein, der Harmonie, von allem Zusammenwirken in seiner höchsten Vollkommenheit. Jener, der dies erlaubt, empfindet, wahrnimmt und sich da hinein ergibt, jener erhält Visionen, nicht um ihnen nachzueilen, nicht um Schritt für Schritt ihre Umsetzung zu bewirken, zu erzwingen oder über die Kontrolle und Selbstwirksamkeit zu erreichen. Nein, er erhält Visionen, die ihm eine Vorschau geben, einen Ausblick, um innerlich bereits damit vertraut zu sein, um nicht verwundert zu sein, um offen zu sein für das, was kommt, um empfangsbereit zu sein. Alles, was geschieht in deinem Leben, ist vorbereitet. Du bist und wirst stets und ständig vorbereitet. Du bist auf all das vorbereitet, was geschieht. Magst du dich noch so unvorbereitet fühlen? Je mehr du dich in diese Wahrheit hinein erlaubst, desto mehr nimmst du wahr, dass alles, was geschieht, bereits angekündigt war, dass du bereits durch die Schule des Lebens gegangen bist für genau diesen Moment, dass genau dieser Moment Teil der Schule deines Lebens ist. Und so bist du zugleich in der Ausbildung, wie auch in der professionellen Umsetzung von dem, wozu du ausgebildet worden bist. Du brauchst nicht zu unterscheiden zwischen dem, auf das du vorbereitet wirst, und dem, worauf du vorbereitet bist. Denn alles findet sich zusammen in Vollkommenheit. Und das eine bildet die Grundlage für das andere, auf eine Grundlage zurückgreifend, die bereits vorher gelegt wurde und die Grundlage bildend für das, was kommt. In simultaner Zeit ist alles jetzt. Und so fühlst du jetzt das, was einst war, was einstmals kommen wird. Du fühlst alles. Und es ist dir nicht möglich zu verorten, ob es war oder sein wird, denn es ist. Du bist in diesem Reichtum, dieser Fülle von allem in der Gleichzeitigkeit. Und somit kannst du dich jedem Ereignis mit Freude, Hingabe und Positivität ergeben. Wir sagen, nimm die Visualisierungen nicht als eine Aufgabe. Nimm die Ausrichtungen nicht als Notwendigkeit. Nimm stattdessen empfangend an, was dir an Visionen gegeben wird. Auf fühlender Ebene, auf ahnender Ebene, auf visueller Ebene, auf welcher Ebene auch immer, nimm an, was dir gegeben ist. Du musst es nicht teilen, du musst nicht wissen, ist dies eine Ahnung, eine Vorausahnung, ist dies etwas, das mich dazu bewegt, etwas zu tun. Mehr nicht, nur das. Du musst nicht wissen, dich nicht darüber definieren, ob die Dinge, die dir gezeigt werden, Realitätsvorschau sind oder Impulsgeber. Wir nehmen hier ein Beispiel, um anschaulich zu machen, worum es hier geht. Du magst das Gefühl haben, dass jemandem etwas zustoßen könnte auf seinem Weg zur Arbeit, auf der Fahrt, was immer es sein mag. Du kannst nun versuchen, es zu verhindern, indem du diese Person informierst, ihr sagst, besonders achtsam zu sein. Dies ist der Weg des Kontrollierens, du willst vermeiden, verhindern und tust dein Bestes, dein nur menschlich Erdenkliches, um abzuwenden, was du gesehen hast. Du kannst auch dahergehen und sagen, ich weiß, dass etwas geschehen wird, etwas Schreckliches geschehen wird, dass etwas geschehen wird und dich darüber definieren, dass du Weissagungen machst, die eintreten.
Wirst du dies tun, so wirst du hoffen, dass dieses auch eintritt, denn es ist dir wichtig, dass dein Wort integer ist, dass dein Wort Wahrheit spricht. Löst du dich von den ersten beiden Varianten, so gelangst du in den Frieden mit dem Sein. Du erkennst, dass das, was dir gezeigt wird, Möglichkeiten öffnet. Nichts ist in Stein gemeißelt, denn du bist die Frequenz. Deine Frequenz entscheidet über alles, was du erlebst, alles, was in dir und deinem Feld, in deiner Realität geschieht. Bekommst du also den Impuls, dass jemandem etwas geschehen könnte, auf seinem Weg zur Arbeit oder anderswo, so magst du in deinem Wissen, was du bist, diese Realität auf innerer Ebene neu wählen. Du nimmst an, dass diese Möglichkeit besteht. Du sagst nicht, dies darf nicht geschehen. Du nimmst an, dass du es hast gesehen und erlaubst eine neue Realitätswahl. Es kann sein, dass du fühlst einen diamantenen Schutz, um diese Person zu spannen. Nicht als ein Zwang, nein, als eine Möglichkeit. Es kann sein, dass du das Bewusstsein erneuerst, dass diese Person göttlich geführt ist und diese Person in göttliche Hand ganz bewusst legst. Es kann sein, dass du um Schutz bittest, ebenso für diese Person wie für dich selbst. Es kann sein, dass du besonders achtsam bist an diesem Tag und weißt, dass es heute gilt, noch bewusster mit deinem Umfeld umzugehen, noch dankbarer zu sein für das harmonische Geschehen. Das, was du erhältst, als innere Schau also, zwingt dich niemals, eine Realität auf eine bestimmte Weise anzunehmen oder abzulehnen. Es ist immer die Einladung, zu erlauben, ohne Widerstand und zu wählen aus der Liebe heraus. Wenn du dies tust, so wird die Liebe aktiviert. Die Liebe, die Harmonie ist und Harmonie wirkt. Aktivierst du die Liebe, aktivierst du die Harmonie, so ist das, was geschrieben wird, neu sein. So ist das, was manifestiert wird, in Form gebracht wird, sichtbarer, fühlbarer, wahrnehmbarer Ausdruck von Liebe. Wir sagen also, all das, was du mit Menschenkraft bewirken kannst, wird dich immer nur dorthin führen, eines Tages zu erkennen, letztendlich, schlussendlich zu erkennen, dass deine Hingabe an die Liebe alles vereinfacht und nur die Frequenz der Liebe, vollkommene Harmonie ist. So sehr du auch mit Menschenkraft Harmonie bewirken kannst, nur indem dich diese Harmonie ergeben, bist du in der vollen Annahme und somit in der vollen Wahrnehmung dieser Harmonie, in der Wahrheit dieser so allumfassenden, vollkommenen Harmonie. Du bist immer Teil der Harmonie, wie du bereits weißt. Wenn du dir darüber nicht im Klaren nicht bewusst bist, so fühlst du gegen den Strom schwimmen zu müssen, um wahrzunehmen, dass du der aktive Part bist, dass du etwas dafür getan hast, dass dein Leben so ist, wie es ist, dass es dir nicht zugefallen ist.
Dieses Denken, dieses Wirken befindet sich in der Ebene von Ursache und Wirkung. Es gibt dir Genugtuung, doch nicht vollendet sein, denn das vollendet Sein, es sucht nicht nach Arbeit, es ergibt sich der Vollkommenheit. Jeder Impuls, der dir gegeben wird, mag er Verdichtung in dir hervorrufen oder Freude. Jeder Impuls regt dich dazu an, aus der Liebe heraus zu wählen. Dieser klitzekleine Moment, dich für die Liebe zu entscheiden, bevor du agierst, reagierst, handelst oder dem Impuls folgst. Dieser klitzekleine Moment entscheidet darüber, ob du dich als eins wahrnimmst mit allem, was ist, und erlaubst, dass alles für dich auf eine harmonische Weise geschieht, dass du nichts zu fürchten hast, dass nichts unannehmbar ist oder auf eine Weise geschieht, dass du so viel tun musst und noch viel, viel mehr und immer wieder mehr, um auch nur ein klitzekleines Stückchen Glück zu erhalten. Nimmst du also all die Impulse, jeden Impuls für sich, der dir durch das Leben gegeben wird, als einen Moment, in dem du dich für die Liebe entscheidest, so zeigt sich dir, was möglich ist. Wir sagen nicht, dass dir dieses, was möglich ist, dann auch in jedem Moment gelingt. Doch je mehr sich dir zeigt, was möglich ist, desto freier bist du in deiner Wahl und desto mehr nimmst du wahr, dass du gewählt hast, in den Stress, die Verdichtung, den Widerstand zu gehen, dass du gewählt hast, das Ganze auf eine solche kontrollierende und Kontrolle ausüben müssende Weise zu sehen. Je mehr du wahrnimmst, dass du deine Frequenz bewusst wählst, desto klarer wird dir, dass selbst die Dinge, die scheinbar nicht gut sind in deinem Leben, scheinbar nichts sind, was du wählen würdest, dass selbst die Dinge für dich geschehen, da du diese Form, diese Dichte erleben wolltest. Es wird dir also kein Erlebnis vorenthalten. Alles wird dir beschert, so dass es dir leichter fällt, aus der Erfahrung heraus zu sein, zu handeln, zu wählen, zu erlauben, in den Widerstand zu gehen. Alles steht dir zur Verfügung und noch viel mehr, alles, absolut alles, ist für dich, zum Experimentieren, zum Erleben, zum dich darauf einlassen und dich dem hingeben, zum Verdichten und im Widerstand sein und das Menschsein fühlen. Es obliegt dir. Wenn du weißt, wie es ist, Stress zu fühlen, Verdichtung in den Körper, in die Emotionen, in die Gedanken hineinzuspüren, so weißt du auch, wie andere Menschen sich fühlen. Kannst besser mitfühlen, ohne mitzuleiden, kannst sie lieben, ohne sie zu werten, denn du weißt, auch ich bin dazu in der Lage, auch ich kann das. Ich bin nicht frei von allem, ich bin frei für alles. Ich kann es sein, muss es nicht sein.
Jener, der Widerstand leistet, ist nicht frei, denn er hat seinen Fokus in dem, das er verdichtet mit seinem Widerstand. Jener, der keinen Widerstand leistet, jener, der annimmt, der erlaubt und der weiß, dass er genau das auch ist, dass er alles ist. Jener braucht sich darauf nicht zu versteifen, daran nicht anzuhaften, sich darüber nicht zu definieren. Und so ist es wie ein Wind, wie ein kurzer Regenschauer, wie der Hauch einer Feder, die an dir vorbeifliegt. Es kommt und geht. Es ist Teil deiner Realität, doch es macht sie nicht aus. Je mehr du also weißt, dass alles sein darf, fühlst, dass alles fühlbar ist, mitfühlst, ohne mitzuleiden und erlaubst, desto mehr kannst du die Impulse, die sich dir zeigen, in Liebe genau dorthin führen, wo sich Liebe ausdehnt. Du bist geführt, denn du bist die Liebe. Erkennst du dich als die Liebe, so zeigt sich dir, wie, auf welche Weise alles, was geschieht, dich unterstützt. Habe nicht den Anspruch daran, alles zu verstehen, in allem zu sehen, wie und auf welche Weise es für dich geschieht. Erlaube dir, manches zu verstehen, manches nicht zu verstehen und doch in der Frequenz der Gewissheit zu bleiben, dass das Geschehen für dich ist, für alles ist, für deinen Erfahrungsreichtum, für deinen Lebensreichtum, für die Vervollkommnung von dem, wofür du gekommen bist auf der Erde, in deinem irdischen Erleben. Nimm es dankbar an und liebe. Wenn du liebst, so kannst du den Menschen lieben, der dir scheinbar als Gegner begegnet. Du kannst wahrnehmen, dass Harmonie entsteht, wo Verdichtung und Anspannung war. Und du fühlst, dass das unangenehmste Ereignis sich in Liebe ausdehnt, in Liebe wandelt und Liebe beherbergt. Und du magst dich fragen, wie kann es sein, dass ich scheinbar viel Geld hier versenkt habe und doch eine so liebevolle, wohltuende Atmosphäre herrscht. Ich keinen Missmut verspüre, sondern Dankbarkeit für diese Begegnung, für dieses mein in anderer Form sein. Es ist ein Spiel der Annahme, ein Spiel des Befriedens und tiefen inneren Friedens. Es ist ein Spiel des Wohlwollens, welches über alles andere gestellt wird, immer wieder aufs Neue, welches Liebe in allem findet und erlaubt. Du bist die Liebe. Und so fließt die Liebe allem zu, wenn du dich erlaubst. So dehnt sich die Liebe in dir aus, fühlbar für dich, wie für jeden, der fühlen kann. Wenn du dich erlaubst. Du bist nur für deine eigene Frequenz, deine eigene Liebe zuständig. Und doch, jeder Moment, in dem du liebst, eröffnet Liebe. Begegnet dir nun jemand, der es gewohnt ist, in der Kontrolle zu sein, der es gewohnt ist, Positives zu erleben, wenn bestimmte, kollektiv vereinbarte
oder individuell vereinbarte Abläufe funktionieren. Begegnest du einem solchen Menschen in deinem Feld, so mag es dir schwer sein, diesem Menschen mit Liebe und Güte, mit Wohlwollen und Milde zu begegnen. Wenn sich dieser doch herausnimmt, dir gegenüber den Fluss des Seins immer wieder zu durchbrechen, durch sein Kontrollieren wollen, durch sein Festgelegtsein im Denken und in dem, wie Dinge funktionieren und möglich sind und wie sie nicht funktionieren und möglich sind. Wir sagen, dein Fluss der Harmonie, die ist und die du bist. Er umfasst alles und durchdringt alles. Er integriert und enthält alles. Bist du dir dessen bewusst, so ist es nicht mehr Fluss gegen Staudamm, so ist es nicht mehr ein Felsbrocken, der den Fluss in seinem Strom stört. Es ist ein Fluss, der diesen Staudamm als willkommene Abwechslung nimmt und weiterfließt auf seinen Wegen. Der Fluss hat Klarheit, mehr Klarheit als jeder dichte Staudamm. Der Fluss hat Reinheit, ganz gleich, wie viel er mit sich transportiert. Er ist, was er ist, bleibt, was er ist, wird immer sein, was er ist und weiß, was er ist. Und so weißt du, was du bist. Du wirst also nicht dein Fließen in Frage stellen durch die Präsenz eines Felsbrocken, eines Staudamms oder irgendetwas, das sich dir versucht in den Weg zu stellen. Nein, dir kann sich nichts in den Weg stellen. Es wird von dir durchdrängt, umflossen, und du bleibst in deiner Klarheit, in deinem Sein. Mal kann es so ausschauen, dass der andere es in deinem Feld nicht aushält, dass der Staudamm bricht, dass er sich aus deinem Feld zurückzieht, dass er in sich zusammenfällt, in sich zusammenfällt, sich erkennt, selbst ins Fließen gerät. Es kann ebenso sein, dass er sich nicht wohlfühlt, mehr in Verdichtung geht. Doch auch in dieser Verdichtung ist er in deinem Fluss, im Fließen. Nur du kannst wählen, deinen Fluss zu stoppen. Nur du kannst wählen, deine Frequenz in dichtere Form zu bringen, zu verändern. Und so ist jeder Staudamm, jeder Fels, der in dir in den Weg gestellt wird, den du in deinem Fluss wahrnimmst oder empfindest. Auf diese Weise sind all diese Hindernisse, all diese Frequenzverdichtungen Spielzeug für dich, Erfahrungsschätze für dich, um zu ergründen und zu erleben, dass dich in deinem Fließen nichts aufhalten kann. Wir sagen hier, es gilt nicht, den Fels mit Macht dort zu behalten, um ihn mit Licht und Liebe zu durchströmen, damit er seine Form löse. Nein, wir sagen, deine Entscheidung für dich und deine Frequenz ermöglicht deinem Gegenüber seine Entscheidung. Wir ermutigen dich also darin, in deiner Frequenz stark zu sein, in deiner Frequenz präsent zu bleiben. Wir ermutigen dich darin, immer wieder neu
deiner inneren Führung zu folgen, wissend, dass sie Teil der Harmonie ist. Du also nicht gegen die Führung eines anderen handelst, nein, jede innere Führung, die aus der Liebe kommt, ist Teil der Harmonie, greift ineinander auf vollkommene Weise mit der inneren Führung des anderen und der anderen. Denn die Harmonie kennt sich und drückt sich durch alles hindurch aus. Nein, nicht nur durch dich, durch alles und jeden hindurch. Und so ist es viel schöner, die Harmonie zu erleben, als Teil der Harmonie, nicht als Machtgeber der Harmonie, als Inhaber der Harmonie. Aus diesem tiefen Wissen und Vertrauen in deine Frequenz hinein und aus deinem Sein heraus. Also zeigt sich dir, wie sich die Situationen mit anderen Menschen wandeln. Es mag sein, dass du ein Erlebnis hast, das dir zeigt, dass das, was du von dir dachtest, doch anders ist. Dass du zwar aufgeschlossen und gastfreundlich bist, jedoch klar bist in der Frequenz, die dein Feld ausmacht und somit nicht jeder bei dir zu Hause fühlen wird. Sich nicht jeder bei dir willkommen fühlen wird, du nicht jeden als geeignet für deine Gastfreundschaft empfindest. Das vollkommene Erlauben lädt dich dazu ein, all das, was du von dir gedacht hast, all die Definitionen, all die Identifikationen, all die Werte zu lösen. Wir sagen nicht, sie loszulassen, wir sagen sie zu lösen. Bedeutet, du nimmst an, dass dir bestimmte Werte wichtig sind, doch du nimmst sie nicht als Machtgeber über deine Frequenz. Du wählst deine Frequenz, wählst die Liebe als allererstes. Aus dieser Wahl heraus ergibt sich dir dann, was für Werte und auf welche Weise diese Werte für dich sind. Jeder Wert kann auf so viel unterschiedliche Weise gelebt werden. Wir sagen also, entdecke, entdecke, was geschieht, wenn du deinem Fluss keinen Einhalt gebietest, durch die Anwesenheit eines anderen, wenn du doch jeweils die Güte über alles stellst, wenn du mit Klarheit kommunizierst, mit oder ohne Worte, und wenn du deinem Fluss sein Sein erlaubst, dein Fühlen, dein Mitfühlen, ohne mitzuleiden, dein Mitfühlen, ohne dich unterzuordnen, dein Fühlen erlaubt dir, die Liebe nicht nur in weiter Ferne zu wissen, sondern sie zu sein. Liebe kann nicht gedacht werden, um präsent zu sein. Liebe fließt durch dich, indem du fühlst, indem du sie fühlst, indem du dich, die Liebe, dich fühlst. Wir lieben dich. Wir lieben euch. Wir lieben die Liebe, die du bist, ist, was alles ist, was wir sind. Eins in Vollkommenheit. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.